Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Wir sind jetzt beim Kapitelwechsel von Alester und ich lese einfach mal vor, was hier steht. Euer Bruder war ein Königsmund ermordet worden und es schien klar, dass Valar hinter allem steckt. Er sollte für seine Verbrechen mit seinem Blut bezahlen. Lord Arryn, ein alter Freund eures verstorbenen Vaters, verbündete sich mit euch, um Rache zu nehmen. Die Bruderschaft, der er angehört, plant, den Regenten vom Thron zu stoßen, was euch die Chance verschaffen würde, Valar zu erledigen, ohne den Zorn der Königin auf euch zu ziehen und zu verhindern, dass Flussrad in die falschen Hände gerät. Lord Arryn weigert sich jedoch, ohne den Eckpfeiler seines Plans zu handeln, Jane Graustein, eine direkte Nachfahrin des letzten Targaryen-Königs, der auf dem eisernen Thron saß. Ihr habt bereits mehrere Tage im Burgholz verbracht, der Festung des Hauses Arryn, und wartet auf die Ankunft des Mädchens. Oh, Alester ist jetzt auch endlich mal heute. Ja, Mors ist ja gefangen genommen worden von Lord Arryn und ich hoffe, dass Alester jetzt mal hier ein paar Machtworte sprechen wird. Good day, Lord Sarwick. Are you well rested? A little too much, I fear. Actually, I would really like to speak with Lord Halton. The girl we were waiting for should have arrived 4 days ago. And as it happens, for 4 days now I haven't been able to speak with him. Lord Halton left before dawn to take care of a matter. He's not due to return before the day's end. I see. Would you know which swords are out there practicing this morning? I could do with learning a thing or two. I think some of the best swords in the land are out there. Sir Ethan is one of them. I'm sure he would gladly duel with you. I have no doubt about that. He seems desperate to prove his religion superior to mine. Thank you, Shuri. You're welcome. One other matter, Lord Sarwick. Lady Marianne wants you to have this book. She was very clear that you should read it. Very well. I will take a look at it. And by the way, it's Sir Sarwick. I know your lord is anxious to make me Lord of Riverspring, but that has not happened yet. Very well, sir. Forgive me. I will try to remember that. No need to apologize, Shuri. Neuer Quest Schneideweg. Öffnet das Buch, das Lady Marianne in euer Schlafgemach bringen ließ. Mache ich sofort. Können wir noch einen abgenutzten Ritterschild mitnehmen? Könnt nur den Körper eures Hundes wieder verlassen. Ja, Mors hat keinen, Alester hat keinen Hund. So. Zwischen den Seiten des Buches, das ihr von Lady Marianne erhalten habt, befindet sich ein loses Stück Papier. Lord Alester, seit eurer Ankunft in unserer bescheidenen Unterkunft haben mich die Fragen, über die wir uns unterhalten haben, so sehr erfreut wie nur wenige Themen. Das heißt, bis jetzt. Ihr habt euch trotz der damit verbundenen Gefahr auf die Seite meines Onkels geschlagen. Das beweist, welches Vertrauen ihr uns entgegenbringt. Und heute bin ich diejenige, die ihr Vertrauen in euch unter Beweis stellen muss. Wenn es euch passt, würde ich mich gerne mit euch im Keller treffen. Ich bin mir sicher, dass ihr äußerste Diskretion walten lässt. Eure ergebene Freundin Marianne. Marianne wartet auf euch. Begebt euch in den Keller, wenn ihr soweit seid. Frage ist, bin ich soweit? Bin ich das? So, ich denke schon. Bräuchte, dass ich mir die harten Sachen hier geholt habe. Aber die waren halt gut. Von den Werten her. Kann man da nicht nochmal irgendwie Flussratssiegel drüber stecken? Verstärkter Eisenhut. Brauche ich mit Alester nicht. Weil, ja, die Harten sind ja kacke. Jetzt will ich nicht aussehen wie ein Harten. Oh Mann. Geht's hier? Ach, hier ist normal. Das Erdgeschoss, da will ich aber nicht hin. Ich will in den Keller. Oder will ich ins Erdgeschoss? Mal gucken. Mit irgendwem kann ich hier sprechen. Ach, mit Meister Martin? Nein, mit Tai. Oh, Sir Alester, I was just thinking of you.
You see, Maester Martin has graced his sweeping history of the Seven Kingdoms with several new pages. What lies! I wrote an entire chapter this week. I stand corrected. I have not been fair to your tireless quill. Please forgive me. So when can we hope to see your completed masterpiece? I already told you. Next year. He says that every year. I was unaware that you were embarking on such a lofty work, Maester Martin. I decided that a record should be made of what little knowledge I possess. But he is too modest. This is already his 6th book, and he is far from finishing his work. From what point of view are you telling this history? My writings are different from what you may be used to reading. I try not to adopt any particular point of view or serve the interests of any particular house. Instead, I try to recreate the truth as best I can. Well, that is certainly a unique approach. Dieses Easter Egg mit George R. R. Martin einfach im Spiel drin ist aber so geil. Das finde ich cool gemacht von den Entwicklern. Also das Spiel ist rausgekommen, als das 6. Buch gerade erschienen ist, dann scheinbar. Oder gerade in Arbeit war. Das finde ich interessant zu wissen. Marianne oder Marianne, hier bin ich. My lady? Lord Sarwick, always a pleasure. I am no lord yet, Lady Marianne. It seems Lord Halton has asked everyone to call me that in this castle. According to the laws of the Seven Kingdoms, Riverspring is yours. You are the only legitimate heir. No other can assume the title without challenging the judgment of the great Targaryen kings. Everyone knows that. It is of no consequence if the usurper and his whore believe otherwise. Their reign will be over soon, and the signs bode well for your future. You wanted to see me, if I'm not mistaken? I did. I needed to speak to you as soon as possible. Why are we meeting in the cellar? I'm sorry for the inconvenience, sir. I would often come here as a child, to be alone. I still find it to be one of the more private areas of the castle. But why the cellar? You could have come to see me in my room. No. There are loose tongues and hungry ears in this castle. They do not need to be fed. I understand. What is it you wish to speak to me about? I am worried. Please be frank with me, Alester. Do you think my uncle's plan will succeed? You are right to be concerned, my lady. Overthrowing the usurper and giving new life to the Targaryen dynasty are both noble aims. But for this to happen, many will lose a great deal. I am sure there are many lords who will oppose it. The houses that supported Robert's rebellion 15 years ago enjoy many privileges today. Land, power. If the Targaryens were to return to power, such privileges would be redistributed. The lords currently allied with the crown will become our fiercest rivals. And the worst of them all will be my overlords, House Lannister, the Queen's house, of course. Not to mention the sworn houses of the Starks in the north, the armies of the Riverlands and the Vale of Arryn, all supporters of the king. None of these lords would welcome a return to power for the Targaryens. The risk would be too great for them. However, there are many amongst the people who still hope to see the Targaryen dynasty reinstated. And there will always be support from the lords who fought alongside the Targaryens. They will be eager to regain the privileges they lost. Time will tell. Only R'hllor knows what our future holds. We have to believe in our cause. You're right. It is what will happen if we fail that worries me. I will admit the outcome would not be heartening. But ponder this. What else are we to do? We do this for honor and out of necessity. Now is not the time to doubt ourselves. Yes, but there are alternatives, Alester. Those are dangerous words, Lady Marianne. Do not mistake me. I have no intention of betraying my own blood. But my uncle is so focused on it. It has become a holy war to him, his reason for living. I'm not sure he has thought about the consequences of what would happen if we failed. We could lose everything. I fear that he sometimes goes too far to achieve his goals. Some of his methods make my blood run cold. If I learned anything from Tywin Lannister, it's that sacrifices are inevitable. Especially when one's aim is to recapture the Iron Throne. I have to question the wisdom of that. What was that? Not another move, whore. Alester! Flame and shadow! Don't do anything you may regret, soldier. Let's stay calm. Did you say Alester? That is my name, Alester Sarwick.
It's really you. Thank the Seven. What are you talking about? Who are you? It's me, Gawain. Was? Wie? Der lebt noch. Ich dachte, er wäre tot. Gawain, praise the Lord of Light. What are you doing with this slattern? A sodding worm of an uncle has been torturing me for months. What? I'm sorry, Alester. I wanted to tell you. You knew about this? Forgive me. I didn't know how to tell you. That was what I was talking about when I spoke of acts that made my blood run cold. Hold your forked tongue, Snake. Every vile soul in this castle is an accomplice. Warte. Erstmal, hä? Wer ist denn der andere Typ, den wir für unseren Bruder gehalten haben? Weil ein Doppelgänger? Wie kann das denn sein, dass der auf einmal hier auftaucht? Wieso ist der am Leben? Ich will die Frau hier jetzt nicht einfach umbringen. Aber ich vertraue dir eigentlich nicht. Ich hätte gern die Mittelvariante, dass wir sie irgendwie fesseln und knebeln und irgendwo hinschmeißen. Ah, ich werde es bereuen. Ich werde es so bereuen. Calm yourself, Gawain. Marianne isn't the monster you say she is. Let her go. No. She'll betray us to her bloody uncle as soon as you turn your back. Gawain, I know what I'm doing. Marianne, you have to swear to me that you won't tell a soul about any of this. I can help you. Tell me what I must do. Don't listen to her. She would have us all die. Take pity on me. I had nothing to do with what happened to you. I've never had any power to influence what happens around here. Gawain, trust me. I'll get us out of this. Let me try and make up for my uncle's wrongs. I beg you. You must believe me. Oh. Ich werde da so mich in den Arsch beißen, dass ich das hier tue. Let her go, Gawain. Marianne, go and find some ointment from the Maester. We must heal my brother's wounds. We can decide the rest later. I'm trusting you. Do not disappoint me. I'll return immediately. Brother, you've made a foolish mistake. She's betraying us to Harlton as we speak. I disagree. I trust her. Now sit down. Let me see your wounds. Watch out. Someone is coming. I'm sorry, Alester. Marianne, I trusted you. Ich You wusste. should have listened to Scheiße. your brother. I regret that it's come to this, but I cannot let you leave here. You will pay for this. I am truly sorry. Sir Alessander will take you to the cells. My uncle will decide what to do with you. Farewell, Alester. Oh, wir hätten die Heart of umbringen sollen. fire. Do you really think we will go without a fight? Oh, ich bin zu gutmütig mit den Leuten, ganz ehrlich, ey. Sagen müssten, Gawain schlachte sie ab, ganz ehrlich. Ja, greif den mal an. So. Na komm. Mach schon mal regenerative Hitze an. Na. Exekution. Bitte den mal hier. So, komm. Gawain kümmert sich auch ganz gut da hinten. Also Alester ist einfach in dem Punkt besser wie Mors, dass er diese Heilfähigkeit hat. So, und dann töten wir eben den hier noch. Die setzen keine Spezialangriffe ein, also kann ich vielleicht mal Schaden mal 1,2, 1,5. Komm, hier, mach mal. So. Verringert die Trefferwahrscheinlichkeit von dem. Mach's nochmal. So, zack. No guards have come looking for us. They must think we've gone. That gives us some time, at least. Can you handle this, brother? I should be all right. I haven't been tortured in a few days while they concentrated on another prisoner. I've recovered a little. Good. We will have to fight if we are to leave here in one piece. Ach, das war der Mors... Ach so, Mors Hund hat Gawain befreit. Ach so.
Gehe ich denn jetzt am besten lang? Sollte vielleicht nicht hier so offen rumlaufen. Allerdings... Vielleicht achtet ja erstmal keiner auf uns. Doch, die sind alle feindlich. Ja, aber ich muss mich ja da durchkämpfen, oder nicht? Aber diese scheiß Hartens, ganz ehrlich. Hätten wir nie trauen sollen. Aber hinterher bist du immer schlauer. Kämpfen wir uns jetzt hier durch? Ja, die lassen uns nicht in Ruhe. So. Einmal hier den angreifen. Na komm. Mach mal Gegenangriff. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ach, Gegenangriff zählt dann für alle Gegner, die einen angreifen. Okay. Okay, das ist ja super, wenn man umsingelt ist. So, hier, komm. Regenerative Hitze. Und dann machst du das nochmal. Oh, regenerative Hitze bringt ja gerade gar nichts. So, einmal das hier umändern. Komm, nimm mal einen Mohnblumensaft. Sicher ist sicher. Dann stoßt du ihn hier mal zu Boden. So. Erledigt. Schild aus Burgholz, zusätzliche Beute. Stimmt, da gab's ja was. Ja, wir töten jetzt einfach alles und jeden, der sich uns in den Weg stellt. Keine Gnade für die Hartens. Ob wir den Alester aussuchen sollten. Komm, greif mal hier an. So. Komm, schneid den mal ganz schnell durch. Dann wechsel mal die Waffe. Mach mal das hier. Dann danach direkt das hier. So. Greift das schön rundum an. Mach das ruhig nochmal. Sehr schön. So, und gegen den können wir dann wieder normal kämpfen. So, komm schon. Blutung Schierling. Exekution. Da ist noch einer. Gegen den kämpfe ich wieder hier mit der Waffe. So. Oh, verfehlt. Sehr schön. Die können ruhig alle sterben hier. Mit denen habe ich ja überhaupt kein Mitleid. Vielleicht sollte ich generell die Burg einfach mal so ein bisschen säubern. Und hat ja Mors Hund schon einige getötet. Ich habe gerade erst Gaben für noch... ich guck mal hier, wen ich hier noch alles töten kann. Ja, hier habe ich mit Mors schon alles abgegrast. Können wir noch weitere Hartens töten? Ich weiß gerade nicht mehr, wo dieser Martin war. Naja, egal. Wäre ich hier entlang gegangen, hätte ich die nicht töten müssen, scheinbar die Soldaten. Aber wen interessiert's? Mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Obwohl die Soldaten können ja auch nichts für eigentlich. Oh. Ab jetzt ziehen aber wirklich auch, denke ich mal, Alester und Mors an einem Strang. Oh, Elite-Gegner. Greifen wir erstmal nur so an. Warte. Ich mache Gegenangriff. Oh, ich hätte vorher aber Dingens anwenden sollen. So, okay, komm. Nimm mal die Waffe und kämpf mal den hier. Regenerative Hitze wäre auch nicht schlecht. Kann Garvin eigentlich sterben? Sollte das
Nicht ausprobieren. Na komm. Sehr schön. Jetzt kannst du ihn hier umbringen. Zack. In den Staub mit dir. Hammer des Anführers. Zweihändig. Zusätzliche Beute. Ein einhändiger Hammer wäre gut gewesen. Zweihändiger brauche ich nicht. Kerker von Burgholz. Mal schauen, ob wir Mors gerettet bekommen. Oh, aber ich hätte echt Gavin diese Marianne töten lassen sollen. I'll never forget these dank walls. Stay strong. It's not over yet. Ja, wir müssen noch Mors retten. So, ihr habt mich als Hund die ganze Zeit getreten. Jetzt kommt die Abrechnung dafür. So. Schnell mal einen Gegenangriff starten. Na, los. So. Was? Womit feuert er denn? Töte den. Oh shit, ich sollte aber ganz schnell einen Mohnblumensaft trinken. Bin ich ja richtig tot hier. Ah, komm. Ja, er beschäftigt sich jetzt mit Gavin mal ein bisschen. Den kick ich mal um. So. Das war ja knapp. You risk yourself too much, Gawain. Do not forget you're hurt. Don't worry. What was that? Seven hell, they're going to kill him. Do not move from here. I'll take care of this. Save him, Alester. I owe him my life. Ich tu, was ich kann. Ich habe auch nicht gerade Interesse daran, dass... Hallo? Guts, you heard your orders? Finish him. It's time to put an end to the trouble you've caused us, Crow. Now say your prayers. Los, Alester. Mors, what in the flame are you doing here? Woher kennen die sich? Alester, is that you? Tell me why I always find you in the worst of situations. What about you? Why do you always take so much time to come? Believe me, it's a long story. But we need to get away from here right now. Die kennen Gawain told me sich? that you helped him escape. Thank you for that. Gawain? Your brother? I would never have recognized him. When I let him go, I thought he would leave me to rot here. You're uglier than I remember. You must really have upset them. You know me. Always good at making friends. Right, let's get out of here before Halton comes for a little chat with us. All right, but before we do, I want a little chat of my own with that bastard torturer. Mors, we don't have time for that. Not that! Luckily for your friends, they are already dead. However, your pain is just beginning. Wie ich so gar kein Mitleid mit dem hab. I think that should do it. Are you done? This whoreson was lucky. He was dead before I could really enjoy myself. Gawain, it's you. I didn't expect to see you again. I'm sorry. There was nothing I could do, considering the state I was in. I needed time to come up with a plan. I needed to stay hidden. When I got up there, I came across my brother. And it's because of him that I was able to come back. 2 Sarwicks for the price of 1.
Such an incredible honor. What concerns me slightly, though, is why you are here. Actually, you're the last person I expected to find here. That doesn't tell me why you are here. Where should I begin? Do you remember Valar? I do. I still have a score to settle with your bastard brother. Well, he's been trying to snatch Riverspring for a while now, and he's close to succeeding. After several setbacks, it became clear that Halton was the last ally I had against him. But I had not counted on him being such a swine. He made me believe that Gawain was dead, all in the hopes of getting me to join his conspiracy. That's not like you to be so naive, brother. But I swear, Halton will pay for everything he's done. Ach, du willst mich doch verarschen. Du willst mich ja wohl verarschen. Da denken wir gerade, wir haben den Leben zurück und dann hier, bam. Nix davon. Warte, womit habe ich Mors nochmal kämpfen lassen? Das war Steinball? Hat er so Kackwaffen? Während des Kampfes kann die Ausrüstung nicht gewechselt werden. Abbrechen. Ja, du bist ja lustig, ganz ehrlich. Kompatibler Waffe, ja. Wenigstens hat er überhaupt eine Waffe. Das ist ja Ethan, ey. Warte, hier, Bär. Bärenstärke. Er kommt recht den Tod eines Sarwicks. Ah, ey, komm, bring ihn um. Los. Hier, wild wie ein Bär. Ne, stark wie ein Bär. Stark wie ein Bär und wild wie ein Wolf, genau. So. Überlebt Mors. Tatsächlich. So, wild wie ein Wolf. Komm immer noch nicht drauf klar, dass die beiden sich kennen. You vile creature. Death is too good for you. Give me some time, Mors. I didn't think we had time for this, Alester. Go! You got to have your fun with your torturer, didn't you? Let me have mine. As you wish. No, I can help you. Spare me! Nothing you can say is of any consequence to me. First you will experience pain, and then you will die. I'm not finished yet. I'm only getting started. Alester, I really need to find my dog. And we will, as long as I get to kill the other ones. So, der Bastard ist zum Glück tot. Das wird schon wieder ein bisschen Überlänge. So, jetzt rüsten wir mal unsere Leute mal richtig aus. So. Zwar Alester bekommt, was haben wir eigentlich hier? Aufbäumer. Durchbohrend. Kurzschwert ist durchbohrend. Das ist scharf. Ist das ein Kurzschwert oder ist das Aufbäumer? Ihr regeneriert eure gesamte Energie, wenn euer Gruppenmitglied das Bewusstsein verloren hat. Und dann plus 10%. Okay, ich gebe mal Alester in die zweite Hand den Aufbäumer. Langschwert, was hat er gerade ausgerüstet? Lawine, okay, das ist besser. So, okay. Rüstungsteile irgendwie für wen was Interessantes. Lordstahl, Kettenhemd. Rüstung der Westfords, Alles. Oh, die kann ich Mors anziehen. Kettenhandschuhe. Nee. So, Mors. Kettenbeinlinge von Burgholz. Dann, Lordstahl Kettenhemd oder zieh das mal eben an und dann vergleichen wir das mal mit
Ein Punkt weniger in Abwehr, 0,2% mehr in Energiebedarf. Bisschen mehr Abwehr, Malus. Ach komm, nimm die einfach, weil die cool ist. Hier Kettenhandschuhe aus Burgholz. Was war das? Eisenhut aus Burgholz und den Anwerberumhang. Oh. Ihr könnt auch schon abschalten, wenn euch das nicht mehr interessiert. Aber was haben wir denn hier? Paradeschwert. Jetzt gebe ich dann mal Mors. Ist ja auch ein Kurzschwert. Steinbeil. Dann gebe ich das Steinbeil hier in die Hand. Und da kriegt er das Paradeschwert und das Kurzschwert in die Hand. So. Klappt das dann? Wir werden sehen. Ich sag jetzt erstmal Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Ach, noch kurz vor Schluss. Eigentlich ist es ja doch ein bisschen logisch, dass die zwei sich hier kennen. Weil ich denke mir, die haben beide ja in der Rebellion gekämpft und beide haben als Lehnsherr die Lannisters gehabt. Irgendwie hätte man sich das doch denken können, dass sie sich schon vorher gekannt haben. Trotzdem finde ich das gerade irgendwie komisch, dass sie so vertraut miteinander sind. Keine Ahnung. Hatte ich mir anders vorgestellt, das Treffen zwischen den beiden, aber egal. Wie gesagt, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Game of Thrones.